Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen heute, habe ich mir gedacht, einen Lebensbaum. Das machen wir heute mal mit den Weihnachtslennis. Was möchte der uns mitgeben oder sagen? Ich lasse mal ein paar Karten vorne wegspringen oder das, was eben rauskommt. Was ist wichtig für uns zu hören? Um was geht es hier? Das ist sehr spannend. Es geht darum, seine eigenen Grenzen zu erweitern, um Erfolg zu haben, sich nicht begrenzen lassen bei den Themen, die man umsetzen will. Es geht darum, irgendwo einen Sieg einzufahren, das Leben für sich selber so zu gestalten, dass man seine eigene Wahrheit leben kann und dass wirklich diese Begrenzung, die wir selber haben, beim Thema Erfolg oder wie erfolgreich bin ich oder was möchte ich in den Erfolg bringen, dass man das ein bisschen weglassen kann. Und es kann auch sein, dass man für eigene Erfolge irgendwo Grenzen setzen muss. Wir haben das Thema Vergangenheit unten und die Fülle, und ich glaube, dass es etwas ist, was uns aufzeigen soll, wie sind wir in der Vergangenheit mit dem Thema umgegangen. Ne? Wo haben wir unsere eigenen Grenzen gesehen oder uns begrenzen lassen? Und hier ist noch sehr viel mehr möglich. Jetzt bin ich mal gespannt. Guckt euch das an. Hier ist die Sonne und hier ist die Sonne rausgefallen. Die Sonne legt sich auf den ersten Platz. Das ist auch das Bewusstsein, das Gedankengut, die Ausrichtung, die positive. Lebensenergie, Wachstum, Frieden schließen mit irgendetwas, kann jetzt auch mit der Erfahrung der Vergangenheit sein, wo jemand über unsere Grenzen gegangen ist. Das kann hier sehr stark aus dem familiären Bereich kommen oder auch, dass die anderen mehr Platz hatten als wir. Wachstumsprozesse, die mit sehr viel Mangel einhergegangen sind oder auch Konflikten. Das Wichtige ist hier, was ich sehen kann, dass man versucht, seine eigenen Herzensangelegenheiten umzusetzen und auch da für sich einzustehen. Das wäre die Grenze, ne, wo man sagt, hier, das ist meins, das möchte ich umsetzen, das sind Selbstverwirklichungsthemen oder auch Lebensthemen und das ist meine Wahrheit und da möchte ich ganz klar durchgehen. Ich weiß, es kommt relativ oft vor, aber hier ist auch so der Giftstachel, der uns sagt, uns wurde nie richtig was zugetraut. Allein das ist schon eine Begrenzung, ne? Wenn du immer wieder hörst, lass das, du kannst das nicht, das können nur die anderen, sowas alles, dann wirkt es über sehr lange Zeit in uns. Und ich habe hier, dass wir dieses Kapitel klären. Was ich auch habe, dass es viele über Umwege an ihre Erfolge kommen, vielleicht auch über Personen, die sie in der Vergangenheit schon kennengelernt haben, die irgendetwas aufgezeigt haben und die hier die Häutung ermöglichen. Und ich habe uns selber, ne? Uns selber in die Prozesse guckend, die wir uns erfolgreich erarbeitet haben. Verstrickungen hinter sich lassen. Hier nimmt etwas Fahrt auf. Oha, mein Schicksalskreuz. Das ist so auch die Prägung der Mütter, die hier mit im Rücken liegt, die eigene Mutterschaft vielleicht auch. Viele sind irgendwann nur Mutter und haben gar nicht mehr so die Erfolge im Leben, weil das Thema ist, das sie erfüllt. Aber irgendwann, je älter das man wird, kommen wieder andere Themen auf den Plan. Und hier ist sehr viel Reflexion mit der Vergangenheit, mit Elternthemen
Und wie haben die gelebt, wie haben die gearbeitet, wo waren ihre Erfolge, wie sind die mit dem Thema Fülle umgegangen. Ne? Wir haben das ja unten am Deck. Das ist auch spannend, wenn ich noch eine Karte mehr rausziehe, kommen wir zum 8. Haus. Ne? Das ist das Geld der anderen, Erbschaften, Schattenthemen, ein Haus des Elementes Wasser auch verbunden mit Emotionen, mit den Gefühlen und auch der Sternzeichen Fische, Krebs und Skorpion. Das Paar Gerüst, also um uns selber liegen sehr viele Personen um. Schicksalspartner, Partner aus der Vergangenheit, Themen mit Eltern, mit dem eigenen Elterntum, aber hier tatsächlich auch eine Bewegung, die man mit Partnern hat oder in Partnerschaften, vielleicht auch die Dynamik. Ne? Manche geht es vielleicht auch um emotionale Fülle. Zufriedenheit ist eben etwas, was du dir nicht kaufen kannst, sondern das ist ein Gefühl, das unbezahlbar ist, für mich zumindest. Hier darf man ein bisschen aufpassen. Es geht hier um Missverständnisse. Es geht hier um Situationen, wo man falsch verstanden wird oder wo die Kommunikation so ist, dass sie einen im Nebel stehen lässt. Ich habe hier aber auch ein unverhofftes Geschenk sozusagen, das Veränderung mitbringt und das viel Überraschungspotenzial hat. Aber ich habe auch das Gefühl, dass man das Geschenk nicht richtig erkennt. Also das Glück liegt im Detail irgendwie für alle Erfolge. Wir haben den Klee und die Blumen nebeneinander sozusagen. Und wir haben neben den Blumen noch das Buch, das ist diese klassische Überraschungsknaller. Irgendetwas, was man nicht geglaubt hat, wird zum Glück oder zum Guten. Was ich für viele habe, ist, dass sie versuchen, ganz neue Wege zu gehen. Ein Konzept, das gestresst hat oder mit Verlusten verbunden war oder auch mit Entscheidungen, die sich im Nachhinein nicht ganz toll gezeigt haben, dass sie da den Weg ändern oder die Meinung oder auch an sich wirklich ein ganz anderes Konzept, das sie nutzen. Es geht sehr viel auch um die Umgebung, um das Investieren in Dinge, die man braucht, um Sachen, die man vielleicht auch weitergibt, obwohl man sie selber bräuchte, weil man wieder zu großzügig ist. Auch da, ne, denkt, Grenzen setzen, die Wahrheit aussprechen und sowas alles. Aber nicht zu vergessen haben wir hier natürlich auch die Dinge, die von außen auf uns einwirken. Da kommen wir hier in dieser Zeit alle nicht drum rum. Es betrifft natürlich die Finanzen, die finanziellen Wege, das Wohnkonstrukt, die Umgebung, die Partnerschaften, alles Verbindliche. Das ist schon auch eine Prüfung an sich. Hier habe ich das Gefühl, dass man es auch lange anderen immer recht machen will und man steigt hier irgendwie aus. Ne? Man geht seinen ureigenen Weg. Und das Schöne ist, das ist die Wurzel dieses Baumes. Hier unten haben wir das emotionale Blockaden oder Sachen, wir haben hier die Schattenthemen, uns emotional belasten oder die wir auch weggeschlossen haben, dass wir die irgendwie anders auf den Weg kriegen. Ne? Man begrenzt sich etwas, man macht einen Schnitt, man lässt einen Weg weg, man geht keinen Umweg mehr, man sagt direkt das, was man denkt, auch wenn es für Missverständnisse sorgen könnte. Und man bringt dieses Wissen auf den Plan, dass man alles schaffen kann und dass man Hindernisse überwinden kann, auch wenn sie lange da waren oder sehr verbindlich. Hier sind natürlich auch Ahnenthemen.
viele denken immer, wenn sie Erfolg und Sonne und sowas hören, dass es das ganz große Glück ist. Aber das, was ich hier habe, ist eher so, es dient sehr der Zufriedenheit und man fühlt sich mit dem, was man erarbeitet hat, hier tatsächlich in der Fülle. Es ist vielleicht auch ein finanzielles Konstrukt. Wir haben ja das Außen sehr an den Finanzen dran, das so nicht mehr wirkt. Und es ist etwas, wo man vielleicht sehr verbissen war oder sich die Zähne rausgebissen hat, das jetzt hier ein bisschen weniger Tempo hat, wo man runterfahren kann und wo am Ende auch die Arbeit dafür ist, dass man sich wo durchgebissen hat. Wunderbar. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Samstag. Ich drücke euch bis bald.